Hallo und herzlich willkommen zum großen Smartwatch-Vergleich unter Android. Die OnePlus Watch 2 tritt an gegen die Watch 4, die Watch 5 Pro, die Watch 6 Classic von Samsung. Also sprich, wir haben ein Vierergespann, jeweils 1 Minute Plädoyer für jede Uhr. Und am Ende verrate ich euch, welche Uhr ich mir kaufen würde. Viel Spaß mit dem Video. Die Watch 4 ist tatsächlich die älteste Uhr im Vergleich, aber das tut nichts zur Sache, denn sie ist im Vergleich auch die günstigste. Ihr bekommt sie gebraucht und teilweise noch neu für einen wirklich richtig kleinen Preis. Also wer eine günstige Wear OS Uhr haben möchte, die in nicht vielen Dingen den anderen Uhren nachsteht, der kann sich auf jeden Fall immer noch für die Watch 4 entscheiden. Es gibt auch die Watch 4 Classic, also mit Lünette. Auch das für mich nochmal ein wichtiger Punkt. Insgesamt muss man sagen, die Uhr ist von der Akku-Performance natürlich nicht mehr ganz State of the Art, zumindest zu den ganz neuen Uhren. Aber man muss sagen, von Performance und so weiter und so fort muss man nicht viele Abstriche machen, wenn man sich für die Watch 4 entscheidet. Also ganz klares Kriterium ist der Preis und alle sonstigen Faktoren funktionieren auch, denn sie hat halt auch Wear OS und lässt sich auch ganz normal mit allen Apps verwenden. Also insofern solltet ihr, wenn ihr Geld sparen wollt und das Ding vielleicht neu oder gebraucht günstig schießen könnt, ist es definitiv immer noch, auch wenn sie alt ist, eine Empfehlung. Software-Updates gibt es natürlich nicht mehr ganz so lang wie für die anderen. Ja, die Samsung Galaxy Watch 5 Pro, die hat tatsächlich einen großen Vorzug und das ist der richtig große Akku. Dadurch ist die Uhr natürlich auch dicker, das muss man noch dazu wissen. Also sie hat optisch aus meiner Sicht einen kleinen Nachteil gegenüber den anderen Uhren, aber dafür natürlich einen richtig dicken Akku. Und das muss man halt einfach wissen. Die Akkulaufzeit ist in diesem Vierergespann die zweitbeste. Ihr kommt locker über 2 Tage, das ist überhaupt kein Problem. Selbst wenn ihr alles einschaltet, 2 Tage sind kein Thema. Außer natürlich, ihr lauft die ganze Zeit mit GPS durch die Gegend, aber das machen wahrscheinlich die wenigsten. Ansonsten von der Performance und so weiter und so fort tut sich das hier alles nichts. Die Watch 5 Pro hat tatsächlich noch einen Vorteil gegenüber allen anderen Uhren, so man denn da Bedarf hat. Sie hat die Möglichkeit, sich anhand von GPX-Dateien sozusagen einen Weg leiten zu lassen oder auch eine Trackback-Funktion, sprich von einem gewissen Punkt zurück navigieren zu lassen. Das können alle anderen Uhren nicht. Ist hier ein Alleinstellungsmerkmal der Watch 5 Pro. Also wenn ihr Akku und vor allen Dingen dann vielleicht auch diese Funktionalität nutzen wollt, dann ist die Watch 5 Pro auf jeden Fall ein Ding. Und Samsung ist da natürlich auch ein Argument, das gilt aber für alle 3 Samsung-Uhren im Vergleich. Die Samsung Galaxy Watch 6 Classic oder auch die Samsung Galaxy Watch, das ist im Prinzip egal, welche von beiden ihr euch anguckt oder welche Variante. Einmal mit Lünette, einmal ohne Lünette. Für mich die Lünette auf jeden Fall ein Verkaufsmerkmal und vom Funktionsumfang her ist einfach diese Uhr, das Nonplusultra, aus meiner Sicht zumindest, immer noch auf dem Wear OS/Android Smartwatch Markt. Es gibt keine Uhr, die aus meiner Sicht mehr Funktionen bietet, die ein breiter gefächertes Spektrum an Apps bietet und mit Temperatursensor und so weiter und so fort. All das ist mit an Bord. Sie ist optisch aus meiner Sicht auch eine der ansprechendsten Uhren, insbesondere in diesem Farbformat. Sie hat ein etwas größeres Display als die anderen Uhren und man muss dazu sagen, dass sie halt eben durch die neueste Generation Samsung Smartwatch, auch wenn jetzt in 2024 sicherlich die Watch 7 rauskommt, erhält sie mit in diesem Test mit die längsten Software-Updates. Ob OnePlus da mithalten kann, das ist eine andere Geschichte, das werden wir dann sehen. Aber wer die neueste Uhr haben möchte und preislich da sicherlich auch noch einen Euro drauflegen muss im Vergleich zu den anderen Uhren, der ist ja bei der Watch 6 oder Watch 6 Classic auf jeden Fall richtig und bekommt eine der besten Uhren, die es auf dem Markt gibt. Ja, jetzt kommen wir zum Außenseiter sozusagen, aber das nur in Anführungsstrichen, denn ein Außenseiter ist sie definitiv nicht. Optisch auch sehr ansprechend, einzig diese rechte Block hier, der gefällt mir wirklich gar nicht bei der OnePlus Watch 2. Gerade diese Krone hier oben, die hat nicht mal eine Funktion. Warum hat man da so eine Krone dran gebaut? Die stört einfach nur. Ich finde sie auch nicht optisch ansprechend. Das sind die Nachteile an der Uhr. Kommen wir jetzt aber zum Vorteil. Das Ding ist super performant und vor allen Dingen, es hat die beste Akkulaufzeit im Test. Also ihr kommt über 3 Tage, knapp 3,5 Tage, fast sogar 3,5 Tage, selbst wenn ihr alles anmacht. Das Ding ist das Akkumonster hier im Vergleich. Wer also quasi die größte Akkulaufzeit oder vielmehr die längste Akkulaufzeit haben möchte, der ist mit der OnePlus Watch, definitiv an der richtigen Seite. Es gibt aber nur eine Größe, das muss man wissen. Bei Samsung gibt es immer unterschiedliche Größen, bei OnePlus gibt es nur eine Größe. Checkt also vorher, ob das auf euren Arm, auf euer Handgelenk passt. Und auch der Preis ist aus meiner Sicht absolut konkurrenzfähig, gerade wenn ihr dann ein Angebot mitschießen könnt, um das Ding zu kaufen. Welche Uhr würde ich mir kaufen? Und da hat sich tatsächlich nichts zu dem Vergleichstest zwischen der Watch 4, Watch 5 Pro und der Watch 6 Classic geändert, denn ich würde immer noch die Watch
6 Classic kaufen. Das gesetzt natürlich voraus, dass Geld im Prinzip in Anführungsstrichen keine Rolle spielt, weil sie ist die teuerste Uhr, hat aber den größten Funktionsumfang, hat einfach aus meiner Sicht das beste Gesamtpaket und ist eine der besten Android- oder Wear OS oder Wear OS Uhren auf dem Markt. Da gibt es nichts zu deuteln. Einzig die Akkulaufzeit, die ist ein bisschen im Vergleich zur OnePlus Watch 2 und im Vergleich zur Watch 5 Pro etwas schlechter. Ansonsten ist das Ding die Top of the Notch, was die Android Smartwatches angeht. Ich hoffe, das hat euch ein kleines bisschen geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir herzlich gerne in die Kommentare. Ich versuche einfach alles zu beantworten, was irgendwie geht. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.